Hallo, liebe Freunde der schönen Düfte. Das letzte Mal bei Wissenswertes rund um den Duft ging es ja um das Thema Frühjahrsmüdigkeit. Ich hoffe, ihr seid davon nicht betroffen, denn heute soll es um Blumen, Blüten und Düfte im Frühling gehen. Denn wo Frühjahrsblüher blühen, nicht wo Spaniens Blüten blühen, ist gute Laune angesagt. Egal ob frisch, blumig oder fruchtig. Düfte schaffen die Atmosphäre, die wir brauchen, denn sie verkürzen das Warten auf die warmen Tage. Aber auch die Frühlingsduftessenzen von Reimer Air Concept stehen den natürlichen Düften in nichts nach und verbreiten genauso eine optimistische, heitere Frühlingsstimmung. Beginnen möchte ich mit den Hyazinthen, die wohl bekanntesten unter den duftenden Frühblühern. Mit ihren bunten Blüten macht die Hyazinthe den Frühling erst richtig perfekt. Die Blütezeit ist von Februar bis Ende Mai. Sie gibt es in einer vielfältigen Farbpalette, von Blau, Violett, Pink, Pfirsichfarben und Gelb bis hin zu einem strahlenden Weiß. Ihr Duft kann balsamisch und dezent, aber auch sehr, sehr ausdrucksstark und markant sein, sodass bereits eine einzelne Blume einen ganzen Raum mit ihrem Duft erfüllen kann. Die Maiglöckchen, sie zählen neben den Schneeglöckchen zu den bekanntesten Frühlingsboten und sind in ihrem Erscheinungsbild genauso bescheiden. Die kleinen weißen Blütenglöckchen hängen traubenartig an einem Stiel und sind von vielen großen Blättern umgeben. Die Blütezeit ist im gleichnamigen Monat, nämlich von Mai bis Ende Juni. Was man kaum glauben mag, die Maiglöckchen, und man sieht es ihnen gar nicht an, haben einen betörenden, blumigen und sehr intensiven Duft mit leicht süßlichen Akzenten. Aus den kleinen Blüten dieser Maiblume gewinnt man den Extrakt, welcher dann in der hochwertigen Parfümerie für wunderschöne Parfümkreationen verwendet wird. Ihr Duft ist wie Balsam für die Seele und gilt seit jeher als erotisierend und der Inbegriff von Weiblichkeit. Die Frühblüher wie Narzissen sind der Topstar unter den Frühblühern. Warum? Weil sie bei den ersten Sonnenstrahlen draußen ganze Flächen fröhlich gelb färben. Gemeinsam mit den Tulpen zählen sie zu den bekanntesten und beliebtesten Blumen zur Wohnungsdekoration im Frühjahr. Sorgen sie doch mit ihren goldgelben, orangen oder weißen Blüten für ein fröhliches Frühlingsflair in euren Räumen. Die Narzisse blüht meist in der Osterzeit und wird deswegen auch Osterglocke genannt. Ihr Name leitet sich aus dem griechischen Wort Narkein ab, was übersetzt so viel wie betäuben heißt. Also dies ist bestimmt ihrem betörenden Duft geschuldet. Jetzt im März verwandelt die Mandelblüte die Region um die Deutsche Weinstraße in ein zauberhaft luftiges rosa Kleid und ein sanfter, lieblicher Duft mit einem Hauch Bittermandel umschmeichelt die gesamte Gegend. Dies wird dort in dieser Region als die Rosa Wochen bezeichnet und gibt eigentlich das Startzeichen für den Frühling. Auf der Baleareninsel Mallorca blühen bereits ab Ende Januar bis April rund 6 Millionen Mandelbäume um die Wette und verwandeln mit ihrem lieblichen Duft die ganze Insel in ein weiß-rosa Blütenmeer. Dieses Naturereignis lockt jedes Jahr Tausende von Urlaubern an, wo sie bei klarer Seeluft, blauem Himmel und Sonnenschein den lieblich süßen Duft der Mandelblüte genießen und sich auf den kommenden Sommer und die Urlaubssaison einstimmen. Eine der bekanntesten Frühlingsblumen überhaupt ist die Tulpe. Von ihr sind über 5000 verschiedene Sorten bekannt und je nach Art blüht die Tulpe zwischen März und Juni. Ihre glockenförmigen Blüten variieren von rot, rosa, weiß, gelb, orange, blau bis hin zu schwarz. Sie können geflammt und gefedert sein. Ihr Duftcharakter ist interessant und hat eine besondere Note. Mir persönlich nicht so angenehm, aber ist ja wie gesagt alles Geschmackssache und jede Tulpenart kann demzufolge herb und schwer, aber auch süß und lieblich und mit fruchtigen Aspekten sein.
Die Tulpe ist die Lieblingsblume der Holländer. Ich dachte immer der Käse, aber sie ist das Sinnbild des Landes. Kommen wir zum Veilchen, aber nicht am Auge. Kleiner Scherz. Das Duftveilchen, denn es gibt mehr als 500 Arten. Es gehört ebenfalls zu den bekanntesten Frühlingsboten. Wenn die ersten Sonnenstrahlen den Boden erwärmen, zeigen die Veilchen von März bis Ende April ihre üppigen, zarten, violettblauen, herzförmigen Blüten. Der Name Duftveilchen ist Programm, denn die kleinen hübschen Blüten verströmen einen äußerst angenehmen Duft. Das Veilchen war in der Antike sogar eine heilige Blume und wurde zu Ehren von Saturn als Kranz auf dem Kopf getragen. Der betörende, liebliche Veilchenduft erfreut die Sinne, ist äußerst beliebt und findet sich natürlich auch als Bestandteil in vielen teuren Parfümkreationen wieder. Der letzte Frühlingsduft, den ich euch vorstellen möchte, ist der Flieder. Ich persönlich mag diesen Duft besonders und er gehört mit zu meinen absoluten Lieblingsdüften. Er ist ein Ölbaumgewächs und wurde vor mehr als 400 Jahren aus den ursprünglichen Balkan-Halbinseln und aus Teilen Asiens nach Wien gebracht. Ja, warum gerade Österreich, habe ich mich gefragt. Google wusste die Antwort. Also, ein gewisser Herr Busbeck, seines Zeichens kaiserlicher Gesandter in Konstantinopel, hat 1560 den gemeinen Flieder mit nach Wien gebracht. Seitdem bewohnt er unzählige Gärten in ganz Europa. Die Blütezeit variiert je nach Sorte von Ende April bis Juli. Die Blüten kommen je nach Art und Sorte in vielen Farben von dunkelviolett über violettrot zu gelb und weiß vor und verbreiten einen ganz intensiven, markanten und berauschenden Duft. Man sagt dem Duft auch eine magische, betörende Wirkung nach, denn kaum steigt der Duft von Flieder in die Nase und man fühlt sich glücklich und froh. Demzufolge kein Wunder, dass die Extrakte der Frühlingsblüten gerne für Parfüms verwendet werden. Aber wir wären nicht Reimer Air Konzept, hätten wir nicht all diese Düfte auch in unserem Lieferprogramm. Einen besonderen Duft möchte ich euch eurer Nase nicht vorenthalten. Unseren Frühlingsduft Spring Romance. Wie der Name schon sagt und verrät, ist es ein harmonischer Mix der verschiedensten Frühblüher wie Maiglöckchen, Narzisse, Tulpe und Hyazinthe. Ein zarter Hauch von Rosenknospen rundet die grünblumige Komposition ab. Diese Duftkomposition schafft auch an trüben und an wechselhaften Apriltagen ein fröhliches Frühlingsflair. So, meine Freunde der schönen Düfte, das war's wieder mal von mir. Ja, und solltet ihr noch Fragen oder Anregungen haben, dann schreibt mir an die eingeblendete E-Mail-Adresse jens.reismann@duftmarketing.de. Wie immer beantworte ich eure Fragen sehr gern. Und für weitere Informationen die bekannte Internetadresse www.duftmarketing.de. Und das nächste Mal bei Wissenswertes rund um den Duft wird's romantisch. Denn es geht um Gefühle, genauer gesagt um Frühlingsgefühle und was Düfte und Gerüche damit zu tun haben. So, und wie immer zum Schluss noch ein duftes Zitat, wobei das Zitat heute ein Gedicht wird. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, für euch ein Gedicht zu schreiben und das geht so. Mein Frühlingstag. Ich rieche das Rasengrün und den Veilchenduft, genieße den Sonnenschein und die milde Luft, aber am liebsten mag ich den Reimerduft. In diesem Sinne verbleibe ich wie immer mit duften Grüßen aus Meerane, euer Jens.